Solberganeset ist 16 Seemeilen von Fiegenholm, unserem letzten Aufenthaltsort, entfernt. Die Einfahrt führt durch ein schmales Fahrwasser. Belohnt wird man mit einem reizvollen Naturhafen. In Solberganeset sind vor 100 Jahren die Steine für den Nord-Ostsee-Kanal abgebaut worden. Ein Naturmuseum erinnert an diese Zeit. Das schauen wir uns jetzt an. Also wir sind jetzt am Zurückrudern. Jawohl. Zum Schiff. Die Einfahrt in die Bucht Solbergneset war ein kleines Abenteuer. Es ist extrem schmal, viele Richtungsänderungen und auch sehr viele Untiefen. Und schlussendlich sind wir jetzt hier vor Anker gegangen. Wunderschön, wenn wir hier sehen. Da die Ausfahrt aus Solberganeset. Sehr, sehr enges Fahrwasser. Da ganz im Hintergrund wiederum die blaue Jungfrau. Vom Weg von Eckenes nach Kalmar, wo wir den Florian an Bord nehmen werden. Wir haben jetzt einen Kurs ziemlich nach Norden, der Wind aus Süden, also von 8. Windstärke ein 5. Wir hatten vorher fast ein 6. Die Wellen haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Da hinten am Horizont sehen wir bereits Kalmar-Sundbrücke. Mega schön. Da hinten. Ekenes. Einer der schönsten Häfen, die wir dort sind. Wir geniessen jetzt einfach noch das Segeln, bevor wir in Kalmar wieder festmachen. Da ist das Schloss von Kalmar. Und da hinten sehen wir Kalmar selber. Am nächsten Tag sind wir das Schloss von Kalmar anschauen. Der erste Turm von dem Schloss ist im Jahr 1180 errichtet worden als Schutz gegen Seeräuber und Find. Im Jahr 1397 hat sich dann die Kalmar Union gegründet. Das war eine Vereinigung von Schweden, Norwegen und Dänemark. Die Kalmar Union war vor allem auch ein Gegengewicht gegen die deutsche Hanse. Hier in der Schlosskirche. Hier der Blick aus dem Schloss ins Meer raus. Mit den roten und grünen Spieren. Hier sehen wir den Empfangssaal der Königin. Der war früher sehr prunkvoll ausstaffiert. Insbesondere oberfür an der Decke ist aber nichts von dem übrig geblieben. All die Vergoldungen hat man später rausgeziert. Und hier das Königsgemach. Anno 1657. Von Kalmar sind wir nach Christianopel gesegelt. Dort haben wir wieder unsere Kleider trocknen, weil der Ankerkasten leider immer noch undicht war.
Wir sind da wieder in Sandham, auf dem Rückweg jetzt. Und das Spezielle ist, dass jetzt in diesem Hafen innen 3 Hanse 300 liegen. Und die hinterste, die grüne, die wir hier sehen, die ist vorher gerade abgeschleppt worden. Da ist ein Einhundsegler drauf. Und ihr ist der Impeller kaputt gegangen und sie hat den Motor nicht mehr starten. Das ist unser neues Crewmitglied, der Flo. Ja, und wie haben wir den heutigen Tag überstanden? Flo? Es ist sehr gut gegangen. Es hat zu wenig Wind gehabt und am Schluss haben wir halt die Motoren. Und du bist als Reporter unterwegs gewesen, oder? Genau. Ein interessantes Gespräch gehabt mit dieser Einhandseglerin. Ich wollte ein bisschen Motoren und Ventilwasser kam raus. Aber das war mir dann zu gefährlich. Ich wollte keinen Motorschaden haben, wenn er heiß läuft. Ne? Genau. Und jetzt will ich nachher mal nach dem Impeller gucken. Und wenn das nicht ist, dann muss ich jemanden rufen. Ne, Ja. Aber danke für die... Gern geschehen, ja. Die hätten geholfen, ja. Ja, danke schön. Also, tschüss. Ja, Gute tschüss. Weiterreise Ja, auf jeden danke. Fall. In dem Hafen gibt es nur einen Bootstyp, 3-mal, nämlich ein Hanse 300. Und unsere Astrea, die ist gerade hier hinten angemacht. Scheint ein sehr gesuchter Bootstyp zu sein. Vom Weg von Sandham nach Karlskrona. Wir haben jetzt etwa 13 Knoten Wind. Ein schönes Vieri, das Bootspiel für 5 Knoten. Das ist eigentlich ziemlich hart am Wind. Beatrice, die letzte Segeltag auf dem Turn. Ja, ich bin dass es fertig ist. Jetzt sind wir eine perfekte Crew. Können wir so weiterziehen. Ja. Ich versuche dann noch meinen Flug zu verschieben. Bleibst du noch eine Woche? Flo, wie gefällt es dir? Das ist tipptopp. Zum Boot für mich verglichen mit dem Seesegeln. Als Erfahrungen sammeln als Team. Hoffentlich kann sich der Flug verschieben. Einfahrt nach Karlskrona. Da vorne sehen wir das Englis mit der U-Boot-Sperre aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist die Steuerbordseite. Und dann sehen wir die Backbordseite. Muss eine Navigation. Da zurück in Karlskrona. Sehr nass geworden ist. In Karlskrona haben wir wieder versucht, das Boot abzudichten. Das Mal war die Backbordseite dran. Das ist perfekt, weil ich bin kurz vor meiner Abreise. Ich gehe dann gerade auf den Bahnhof schauen, wenn ein Zug fährt in Kopenhagen. Und sie beide sind nicht ausgelaufen, was dermassen geklappt hat. Leider war das Ergebnis auch das Mal nicht viel besser gewesen. Der Ölwechsel war an diesem Tag auch noch fällig gewesen. Hier sehen wir den Florian beim Entfernen vom Ölfilter. Doch, er dreht. Kommt er? Ja. Sobald er kommt, nicht mehr weiter. Wow. Hey, super. Zum Glück hast du mehr Kraft als ich. Wie gibt er noch? Genau, tu das gerade unten herlegen, dort in die Ölwanne rein.
Am nächsten Tag haben wir die Hanöbucht nach Simrishamn überquert. Ein Schlag von 54 Seemeilen bei zum Teil sehr starkem, zum Teil aber auch schwachem Wind. So, jetzt 4 Seemeilen vor dem Ziel Simrishamn haben wir wieder Wind bekommen. Nachdem wir 4-5 Stunden leider haben müssen Motoren. Aber jetzt so am Abend, fast am 7 Uhr, wird es eigentlich lässig, gell Flo? Jetzt ist perfekt. Jetzt haben wir doch 15 Knoten, 6,1 Speed, 15 Knoten Wind. Das ist das Schönste. Wegen der schlechten Wetterprognose haben wir 2 Tage später den Hafen von Ystad angelaufen. Auch da haben wir wieder ein paar Bootsprojekte erledigen. Wir haben aber auch die Gelegenheit benutzt, um Ystad anzuschauen. Hier in Ystad schon wieder so Märklin-Häuser. Einfach idyllisch. Es gibt hier einen alten Stadtkern, 200 bis 300 Häuser aus der damaligen Zeit, die erhalten geblieben sind. Und wir gehen das jetzt ein bisschen erkunden. Hier ein Innenhof, wo jetzt ein Bar ist, aber erst später aufgeht.